Ja, es gibt wieder ein kleines Update. Und zwar haben wir zu Gast den Olli. Den kennt ihr ja aus einem anderen Video. Da hat er schon mal ein bisschen was von Costa Rica erzählt. Erstmal hallo Olli. Hallo Martin. Bist wieder im Lande. Ein Jahr ist wieder vorbei, ja? Ja. Das stimmt. Von wann bis wann warst du jetzt in Costa Rica nochmal? Ich war vom 29. letzten Monat bis jetzt vorletzte Woche. Okay. Ja. Also nicht so lang diesmal und naja, habe mir viel mehr vorgenommen, aber wettertechnisch, die Regenzeit hat sehr früh begonnen und wir hatten 2-3 Tage schönes Wetter und der Rest war einfach nur, wie soll ich sagen, eine sehr nasse Katastrophe mit Erdrutschen, mit Straßensperrungen, es ging nicht mehr vor und nicht mehr zurück. Es ist einfach so, wenn es in Costa Rica regnet, Dann richtig, ne? dann läuft keine Blattschneidermeise mehr rum, da läuft gar nichts mehr rum. Da ist also wirklich... So Land unter alles. Ja, richtig Land runter. Ist natürlich gut für die Reisfelder unten am Pazifik. Die brauchen dieses Wetter, aber die werden dann richtig geflutet, 30, 40, 50 Zentimeter voller Regenwasser. Aber alles, was du beobachten willst an Insekten oder alles Sonstige, was mir eben Spaß macht, Spinnen, Insekten, Ameisen und so weiter, das war ein Schlag, der nicht so toll war. Hast du sonst nicht gehabt? Das war schon jetzt ein bisschen besonders. Ja, ich werde jetzt noch mal im Januar runterfliegen, weil da weiß ich mit Sicherheit, es ist Trockenzeit und es wird nur eventuell mal nachts regnen. Es hat sich alles in Wasser- und sintflutartigen Regenfällen aufgelöst. Das leider. Aber du hattest mir dann gezeigt nochmal, du hattest so ganz kleine Blattschneideremeisen entdeckt, die so ziemlich weit irgendwie auf den Bergen irgendwie sitzen, also ziemlich trocken, aber auch tendenziell eher kalt mögen. Ne? Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, weil Blattschneideremeisen sind ja für mich immer so welche, die so irgendwie richtig dieses feucht, tropisch warme... Ja, richtig, genau. Ja, du hast ja schon gesehen, dass die ein ganz spezielles Nest bauen, um das Sonnenlicht einzufangen, wie unsere Waldameisen. Die tun also... Ne? Du hast nur so ein bisschen Sand weggenommen auf dem Bild? Nee, das war kein Sand, das sind Blätter, die sie zusammentragen und die bauen also über der Erde, bauen die sich sowas Ähnliches wie ein Ameisenhügel aus Laub und aus Blättern und aus Ästen, wie unsere Waldameisen. Und direkt darunter ist der Pilz. Der ist also nicht in der Erde drin. Weil damit haben sie die Möglichkeit, das erste Sonnenlicht einzufangen, weil die kommen in der Höhe vor von 1600 bis 2600 Meter. Das Problem in so einer Höhe ist es, da ist es die ersten 3 Stunden am Tag, wenn die Sonne aufgeht, ist es hell und wunderbar. Dann kommt sofort der Nebel und es kühlt sich alles ab. Und deshalb nutzen die kleine Chance, das Sonnenlicht einzufangen, dass sich das wenigstens noch ein paar Stunden erwärmt. Du findest den Pilz, wie gesagt, eigentlich über der Erde immer nur. Der ist nur mit diesem Laub zugedeckt. Okay, und der restliche Pilz ist dann so in der Erde noch drin? Oder sind die wirklich nur so oberflächlich? Nee, es geht maximal 10 cm in die Erde rein. Das ist ja nichts. Okay. Nee, das ist gar nichts. Und wir haben da mal Temperaturen gemessen. Das ist 15 Jahre her. Temperaturen früh morgens 5 Grad. 5 Grad, das ist ja 5 Grad fast und ja europäische... Ja, richtig, ganz genau. Es sind 5 Grad. Wir waren damals selber geschockt. Das ist nur auch schon etwas her. Und ich habe immer ein Problem gehabt, wenn ich solche mitgebracht habe. Der Pilz, der kann keine Temperatur ab. Sobald es über 20 Grad geht, stirbt der Pilz innerhalb von 1 bis 2 Tagen ab. Deshalb habe ich diesen Pilz immer ausgetauscht durch anderen Blattschneidermeisenpilz. Weil ich wollte natürlich wissen, wie entwickelt sich von so einem Volk hier, da und dort. Das Einzige, was du machen kannst, du kannst sie wirklich nur im Keller halten, wo du eine maximale Temperatur hast von 15 bis 16 Grad. Darunter ist es natürlich viel besser für die. Okay, also eigentlich brauchst du permanent Klimaanlage, um die Temperatur schön niedrig zu halten. Ganz genau, ganz genau. Also einerseits interessant natürlich so für Leute, die sagen, okay, da wo ich die Blattschneideremeisen halte, ist es bei mir immer zu kühl. Also da wäre es natürlich dann ideal, wo man die Temperatur nicht hingekriegt. Manchmal haben wir so Anfragen, dass es irgendwie so ein Flurkorridor oder irgendwie etwas, wo dann schwierig ist, die Temperatur zu halten. Da wäre es natürlich super, aber klar, sobald die Temperatur einmal überschritten ist, dann ist der Pilz ja auch schon wieder hinüber. Ne? Ja, es dauert 3-4 Tage nur, ne? Das geht also ziemlich schnell. Und die nehmen diesen anderen Pilz einfach an? Also die nehmen den Pilz, ich habe also den von Acromyrmex oder von Atta sogar, nehmen sie einfach an. Okay. Das ist gar kein Problem. Das merken die wohl, dass das eine Art verwandte Spezie ist, ne? Und dann bauen sie auch sofort weiter. Dann hast du nicht mehr das Problem. Aber nein, dann hast du das Problem nicht mehr. Okay. Aber es sind natürlich, also die Völker werden, die Königin ist ja nur so groß, Acromyrmex ist wunderschön gefärbt. Sie legt aber unfassbar viele Eier. Die Völker werden riesengroß. Und das sind absolute Ausbruchskünstler. Da muss man ständig mit Paraffin aufpassen und alle 2 Wochen das nachreiben. Weil wenn die ausbrechen, brechen die sofort aus. Ich bin mal weggeflogen in Urlaub, diesmal nicht nach Costa Rica. Da sind die ausgebrochen und ich hatte in der Küche noch eine Mülltüte liegen. Da waren so Obstreste drin und Abfallstoffe. Ich hatte vergessen, das einfach wegzuschmeißen. Aber die Luftfeuchtigkeit da drin war wohl für die optimal. Die haben die sich aufgeschnitten und sind komplett mit dem ganzen Volk in die Tüte eingezogen. Ne? Okay. Das Pilzbecken, alles andere war leer.
Die waren alle da in der Tüte drin und haben sich dann natürlich schön an meinen Pflanzen, die ich in der Küche hatte, haben sie sich natürlich schön alles abgeschnitten, was sie brauchten. Ne? Das sah natürlich dann dementsprechend schön aus. Gut, aber wächst da alles wieder nach? Ne? Ja, das wächst ja alles wieder nach. Ja, also das war nicht gespritzt mit Pestiziden. Ja, und sie waren natürlich so recht einfach wieder einzufangen. Ne? Ich habe einfach diesen Sack vorsichtig genommen, in das Terrarium, habe das dann aufgeschnitten und habe sie vorsichtig umgeschüttet und dann den Müll raus entsorgt. Ne? Okay. Aber war schon witzig. Ich habe erst gedacht, sind die kaputt gegangen? Wo sind sie? Weil bis zur Küche sind das locker, 10 Meter werden es sein von dem Zimmer bis zur Küche. Okay, dann haben sie eine gute Strecke zurückgelegt. Ne? Ja, und die haben genau geguckt, wo ist die optimale Luftfeuchtigkeit. Und mein Glück war, dass sie nicht in den großen Blumentopf gegangen sind. Das machen die ja auch schon mal gerne. Aber die sind speziell in diesen Müllsack reingegangen. Ne? Okay, also jetzt platzierst du mal ein paar Müllsäcke. Das nicht, aber wie gesagt, die mögen es recht kühl. Und alles, was über 16 Grad ist, das ist dann schon ein Problem für den Pilz. Muss man leider dazu sagen, weil sie eben in so einer Höhe leben. Okay, die Art konntest du aber jetzt nicht genau bestimmen, ne? Nee. Sie heißt bei mir CF coronatus, weil ich habe auch in der Literatur nirgendwo ein Bild gefunden. Die Königin ist ganz speziell gefärbt. Die ist also gelb, hellgelb, dunkelbraun mit einer Zeichnung, so wie aus, wie soll man sagen, wie so eine asiatische Zeichnung, ganz speziell gefärbt. Ne? Du, ich habe mal letztens ein bisschen im Internet recherchiert, weil wir wollten da so einen Bericht drüber schreiben und das ging da um die Clavata. Ne? Also die hast ja auch schon viele Jahre diese Art, wir hatten die ja auch schon in der Vergangenheit. Witzigerweise war das ein wissenschaftlicher Bericht, da ging es darum, dass die Clavata angeblich nur 2,5 Jahre alt wird und die Arbeiterin ein paar Monate. Kannst du das vielleicht mal aufklären? Das ist eine Urameise. Die Königin, also ich habe jetzt eine Güne, die geht jetzt langsam ins 10. Jahr und es ist immer die Hälterung der Ameisen. Also ich vermute mal, wenn das wissenschaftlich war, haben die im Labor gehalten und haben die einfach falsch gehalten, weil Clavata ganz dringend, die brauchen täglich frisches Zuckerwasser, weil die Ameise selber sehr viel Energie verbrennt, auch beim Rumlaufen. Und wenn die nicht jeden Tag ihr Zuckerwasser trinken können, weil die haben ja keinen Sozialmagen, wenn die das weitergeben, sammeln die einen Tropfen an den Mandibeln und bringen das dann runter ins Nest rein. Ne? Die müssen ständig Zuckerwasser zur Verfügung haben und eben Kohlenhydrate. Und meine Königin geht jetzt ins 10. Jahr und die Arbeiterin, also ich kenne Nester in Costa Rica, man weiß, die haben nur eine Königin. Es gibt Nester mit mehreren tausend Individuen. Und von der Eiablage bis zum Ausschlüpfen des Arbeiters kann man sagen 75 bis 90 Tage. Wenn die dann nur ein paar Monate leben, dann wäre das Ganze ja ziemlich zwecklos für das Volk. Also die Arbeiter werden mindestens 3 bis 5 Jahre alt, schätze ich mal. Ja, also ich habe auch gestaunt, als ich das gelesen habe. Ja, ich weiß auch nicht, warum sowas weitergegeben wird. Da muss man eigentlich nicht einen Ansatz machen und dann die Information weitergeben. Man sollte 3 Versuchsreihen machen. Aber es ist leider sehr oft so, ne? Also man liest ja auch im Forum, irgendjemand hat irgendeine Erfahrung gemacht und wird aufgebauscht und alle sind schon immer wegen allen möglichen Sachen verängstigt in der heutigen Zeit und dann sagen direkt alle, oh, Clavata für so viel Geld hole ich mir um Gottes Willen nicht. Ne? Die sterben ja sofort. Hast du noch ein paar Tipps, wie man die gut halten kann eigentlich, die Clavata? Also wichtig ist ja dieser Bodengrund, ne? Dieser Sandlehm, sehr eisenhaltig, also damit sie halt auch diese Hülle bauen können für ihre Kokons. Ne? Ja, richtig, genau. Also ich habe meine ganz einfach in einem vorgefertigten aus Zement gemacht. Es gibt so ein Zement mit Kunststoff, der ziemlich schnell aushärtet. Da leben sie drin, ist aber eine Regenanlage drin. Die Luftfeuchtigkeit sollte immer bei 90% sein. Und sie müssen die Möglichkeit haben zu den Larven, wenn die sich verpuppen, da müssen sie das Substrat reinbringen, also lehmhaltigen Boden. Dass schön körnig halt. Genau, so schön körnig, dass die da ihren Kokon anständig bauen können. Am Anfang sollte man so ein Volk ziemlich in Ruhe lassen. Man sieht sie kaum am Anfang. Da ist dann eine Königin, irgendwann hat die einen Arbeiter, ab und zu sieht man mal den Arbeiter. Man muss aber jeden Tag frisches Zuckerwasser anbieten. Ist für einen Anfänger das am besten jeden Tag. Ich mache es bei mir nur alle 3 Tage und dann eben Insekten. Alle Insekten, die ich den Clavata gebe, kommen vorher in kochendes Wasser, weil bei Clavata muss man sehr aufpassen mit Milben. Hat so ein Volk einmal Milben, es ist so schwer, die Milben wegzukriegen und es endet meistens tödlich. Das hört man oft. Also gerade bei diesen ganzen Urameisen oder sowas, weil die ja keine Ameisensäure haben. Das genau so sieht es nämlich aus. Hast du da Camponotus, hast du nicht so ein großes Problem. Ne? Die machen das mit der Ameisensäure, machen die sich selber wieder sauber. Ja. Und ansonsten, Clavata ist eigentlich so eine Anschaffung, die man fast weiter vererben kann, je nachdem wie alt man ist, weil also so eine Königin, 25 Jahre wird die mindestens machen. Mindestens. Gut, vielleicht haben die auch eine Kommastelle vergessen, als sie irgendwie niedergeschrieben haben oder so. Würde sich ja für so eine Ameisenart überhaupt nicht lohnen, wenn die Arbeiterinnen nur so kurzweilig leben. Jetzt mal, weil die Entwicklung macht so lange dauert. Ja, macht ja gar keinen Sinn. Macht ja gar keinen Sinn.
Dann hat es mir, glaube ich, noch gezeigt, eine Ectatoma oder so, hattest du jetzt irgendwie auch nochmal gefunden. Ja. Und was würdest du da halt dann irgendwie empfehlen, was da vielleicht nochmal so zu beachten ist, wenn man sich eine Ectatoma zulegt? Ja, also die leben grundsätzlich wie die Clavata an Bäumen, haben sich da in den Lehm eingegraben. Man braucht eigentlich nur Lehm wieder. Man muss einfach, also keinen Mutterboden rein, sondern einfach nur lehmhaltigen Boden. Und wir haben den großen Vorteil bei uns im Bergischen Land, wir haben den Lehm, der sieht genauso aus wie aus Costa Rica. Der wird von allen Ameisenarten, die aus den Tropen kommen, sehr gerne angenommen. Ja, und die Ectatoma, am Anfang ist es bei allen Ameisen gleich. Man muss Geduld haben, es geht langsam. Und dann irgendwann siehst du immer mehr. Und dann irgendwann entdeckst du die Stelle, wo sie ihre Brut hinbringen und so. Und dann wird es erst interessant. Aber am Anfang muss man sehr geduldig sein. Ne? Das haben wir immer häufig, dass dann Leute mal anrufen, immer was ja alle paar Wochen, ja, hat ja nichts getan oder wie lange dauert das denn noch? Und, ja, oder man muss sie wirklich in so eine Ameisenfarm tun, dass man sie ständig kontrollieren kann. Was natürlich auch ist bei den Anfängern immer so, da müssen die klopfen, ob die sich bewegen. Da muss mit der Taschenlampe reingeleuchtet werden, da muss das gemacht werden. Und für eine junge Kolonie ist es immer Stress. Ne? Na klar. Das ist immer sehr viel Stress. Hat die 10 Arbeiterinnen, da ist das schon so ziemlich egal. Ne? Die bauen dann irgendwie diesen Stress, den sie ständig haben. Wenn ständig nachgeguckt wird, bauen die dann sich dann eben betrillern und das sind mehrere und so. Und das ist dann meistens gediegen und läuft. Ich war mit einem Freund da und man geht sich dann irgendwann nach 2 Tagen, geht man sich selber auf die Nerven. Weil du läufst im Regen rum, du bist die ganze Zeit nass, weil du willst ja irgendwas sehen, ne? Aber nee, also das habe ich in 30 Jahren noch nicht erlebt, dass ich so ein Pech gehabt habe mit der Regenzeit. Ja, ich würde auch gerne mal nach Costa Rica, da war ich noch nicht. Ja, vielleicht nimmst du mich ja irgendwann mal mit, dann schaue ich mir das vor Ort an. Aber ich hoffe, dann habe ich nicht so ein Regenwetter, sondern dass da die Sonne scheint, dass man ein paar Ameisen sehen kann. Ja, wenn du viele Filmaufnahmen machen willst, kann ich dir einen Monat empfehlen, der sehr gut ist. Das ist der Mai. Der Mai? Im Mai passiert dann sehr viel, sage ich jetzt noch nichts drüber, aber da wirst du wahrscheinlich das ganze Internet voll haben danach. Alles klar. Ja, Mensch, also vielen Dank, dass du wieder mal vorbeigeschaut hast. Sehr, sehr gerne. Und, du hast immer super tolle, interessante Themen. Und hast auch ein super tolles, schickes T-Shirt, sehe ich gerade. Mit einer Ameise. Hast du extra... Frag mich nicht, wo es herkommt. Das hat meine Freundin mir geschenkt. Das war letztes Jahr Weihnachten, war es unter dem Weihnachtsbaum. Und ich weiß nicht, wo es es her hat. Okay, sie hat es nicht verraten. Ja. Alles klar. Gut, dann vielen Dank für deinen Besuch. Ich bedanke mich. Bis demnächst mal wieder. Ja, Grüße ans Netz. Tschüss. Tschüss.